Lektion 1: Die Größen des anderen kennenlernen. Anna, ich habe mich gefragt, wie groß bist du? John, ich bin eine Nummer klein. Und du? Ich habe Größe M. Danke fürs Teilen. Du bist willkommen, John. Gibt es einen Grund, warum du das wissen wolltest? Ich habe darüber nachgedacht, dir ein Geschenk zu machen, und deine Größe zu kennen, würde mir helfen, die richtige Das Passform ist zu sehr wählen. nett von dir, John. Das weiß ich zu schätzen. Natürlich, Anna. Ich glaube, es ist wichtig, bei der Auswahl eines Geschenks die Vorlieben und Größen einer Person zu berücksichtigen. Ich stimme zu, John. Es zeigt, dass Sie sich Gedanken gemacht und sich Mühe gegeben haben, etwas auszuwählen, das zu der Person passt. Absolut, Anna. Es sind die kleinen Details, die ein Geschenk bedeutungsvoll machen. Ich freue mich darauf zu sehen, was Sie vorhaben, John. Nochmals vielen Dank. Du bist willkommen, Anna. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Lektion 2: Persönliche Grenzen respektieren. Anna, wenn es dir nichts ausmacht, dass ich frage, wie hoch ist dein Gehalt? John, ich weiß deine Neugier zu schätzen, aber ich ziehe es vor, mein Gehalt geheim zu halten. Ich verstehe, Anna. Es ist wichtig, persönliche Grenzen zu respektieren, wenn es um Finanzen geht. Absolut, John. Gehalt kann für viele Menschen ein sensibles und persönliches Thema sein. Du hast recht, Anna. Es ist am besten, keine Annahmen zu treffen oder sich in finanzielle Angelegenheiten von jemandem einzumischen. In der Tat, John. Es ist wichtiger, sich auf gegenseitigen Respekt und Unterstützung zu konzentrieren, unabhängig vom Einkommen. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Unser Wert geht über unsere Gehälter hinaus, und wir sollten uns gegenseitig so schätzen, wie wir sind. Das ist eine großartige Perspektive, John. Lasst uns stattdessen die Fähigkeiten, das Wissen und die Beiträge des anderen wertschätzen. Absolut, Anna. Unser Wert sollte an unserem Charakter, unseren Handlungen und den positiven Auswirkungen, die wir auf andere haben, gemessen werden. Gut gesagt, John. Konzentrieren wir uns darauf, uns gegenseitig zu unterstützen und ein positives Umfeld zu fördern. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Das Respektieren persönlicher Grenzen ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung gesunder Beziehungen. Danke für dein Verständnis, John. Das bedeutet mir eine Menge. Du bist willkommen, Anna. Gegenseitiger Respekt ist mir wichtig. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig unterstützen und fördern. Definitiv, John. Gemeinsam können wir eine positive und unterstützende Atmosphäre schaffen. Ich schätze deine Perspektive, Anna. Danke für das Gespräch. Du bist willkommen, John. Ich danke dir auch. Hab einen schönen Tag. Du auch, Anna. Pass auf dich auf. Lektion 3: Monatliche Sparziele für mehr Seelenfrieden. Hallo Anna, wenn ich monatlich zu den Ersparnissen beitrage, kann ich beruhigt sein. Wie viel sollte man in einem idealen Szenario sparen wollen? Hallo, John. Toll, dass du dem Sparen Priorität einräumst. Als allgemeine Richtlinie gilt, dass das Ziel, 20% Ihres monatlichen Einkommens zu sparen, ein guter Das Ausgangspunkt klingt ist. vernünftig. Es ermöglicht sowohl das Sparen als auch die Deckung der regulären Ausgaben. Genau. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Sparen und Aufrechterhaltung eines komfortablen Lebensstils zu finden. Sollten wir bei der Festlegung des Sparbetrags bestimmte Faktoren berücksichtigen? Absolut.
Berücksichtigen Sie Ihre finanziellen Ziele wie Notfälle, Zukunftspläne und Ruhestand. Ich verstehe. Das Sparziel kann also je nach den individuellen Umständen variieren. Ja, jede Situation ist anders, und es ist wichtig, dass Sie Ihre Sparziele entsprechend anpassen. Gibt es Strategien, um das Sparen einfacher und erschwinglicher zu machen? Ja, die Automatisierung Ihrer Ersparnisse kann hilfreich sein. Richten Sie jeden Monat automatische Überweisungen auf ein separates Sparkonto ein. Auf diese Weise muss ich mich nicht darauf verlassen, dass ich nicht daran denke, manuell zu speichern. Korrekt. Es fördert die Konsistenz und macht das Sparen zur Gewohnheit. Ich werde diese Option auf jeden Fall prüfen. Es scheint ein praktischer Ansatz zu sein. Darüber hinaus können Sie mehr Geld zum Sparen freisetzen, wenn Sie Ihre Ausgaben regelmäßig überprüfen und Bereiche finden, in denen Sie sparen können. Ich analysiere meine Ausgabengewohnheiten und identifiziere Bereiche, in denen ich Anpassungen vornehmen kann. Das ist ein proaktiver Schritt zur Steigerung Ihres Sparpotenzials. Danke für die Einblicke, Anna. Ich setze mir ein realistisches Sparziel und arbeite darauf hin, es zu erreichen. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, dass regelmäßiges Sparen finanzielle Sicherheit und Seelenfrieden schafft. Ich schätze deinen Rat. Lassen Sie uns beide danach streben, unsere Sparziele zu erreichen und die damit verbundenen Vorteile zu genießen. Lektion 4: Die Bedeutung der regelmäßigen Gartenpflege. Hallo Anna, vergiss nicht, deinen Garten regelmäßig zu gießen und zu pflegen. Hallo, John. Du hast recht. Ich muss mich fleißiger um meinen Garten kümmern. Regelmäßiges Gießen ist entscheidend, damit die Pflanzen gesund bleiben und gedeihen. Ich verstehe. Die richtige Flüssigkeitszufuhr ist für ihr Wachstum und ihre Vitalität unerlässlich. Vergessen Sie außerdem nicht, alle Unkräuter zu entfernen, die mit Ihren Pflanzen um Nährstoffe und Platz konkurrieren könnten. Unkraut kann das Wachstum meiner Pflanzen behindern. Ich werde dafür sorgen, dass sie in Schach gehalten werden. Es ist auch wichtig, Ihren Garten regelmäßig auf Schädlinge oder Krankheiten zu untersuchen, die Ihre Pflanzen schädigen könnten. Ich werde wachsam bleiben und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um meinen Garten vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Das Beschneiden Ihrer Pflanzen ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Gartenpflege. Es fördert ein gesundes Wachstum und behält ihre Form bei. Ich werde mehr über die richtigen Schnitttechniken erfahren, um sicherzustellen, dass ich es richtig mache. Vergessen Sie schließlich nicht, Ihre Pflanzen regelmäßig zu düngen, um sie mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Ich werde mir eine Notiz machen, um die Düngung in meine Gartenpflege aufzunehmen. Wenn Sie der regelmäßigen Gartenpflege Priorität einräumen, werden Sie das ganze Jahr über einen schönen und blühenden Garten genießen. Ich schätze deine Erinnerungen, John. Ich werde mich bemühen, meinen Garten konsequenter zu pflegen. Du bist willkommen, Anna. Ihr Garten wird Sie mit seiner Schönheit und der Freude, die er bringt, belohnen. Ich freue mich darauf, meinen Garten gedeihen zu sehen. Danke für deinen Rat. Freut mich, Anna. Viel Spaß beim Gärtnern und mögen Ihre Bemühungen fruchtbare Ergebnisse bringen. Lektion 5: Erkunden der verfügbaren Optionen. Hallo Anna, okay, lass mich die verfügbaren Optionen für dich überprüfen. Hallo, John. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die besten Optionen zu finden. Zunächst können wir verschiedene Online-Plattformen und Websites erkunden, die das bieten, wonach Sie suchen. Das klingt nach einem guten Start. Ich werde mir diese Plattformen ansehen und ihre Angebote vergleichen.
Darüber hinaus können wir lokale Geschäfte oder Fachgeschäfte in Betracht ziehen, die möglicherweise das haben, was Sie benötigen. Ich werde mir eine Notiz machen, um in den Geschäften in der Nähe nachzuschauen und zu sehen, ob sie die gewünschten Artikel Eine haben. andere Möglichkeit besteht darin, Empfehlungen von Freunden oder Kollegen einzuholen, die möglicherweise ähnliche Interessen oder Vorlieben haben. Das ist eine gute Idee. Sie haben vielleicht wertvolle Einblicke oder Wissen, wo Sie das finden, wonach ich suche. Vergessen Sie schließlich nicht, bevorstehende Verkäufe oder Rabatte in Betracht zu ziehen, die die Optionen erschwinglicher machen könnten. Ich werde nach Werbeaktionen oder Rabatten Ausschau halten, die mir helfen können, eine kostengünstige Wahl zu treffen. Großartig! Wenn Sie diese Optionen erkunden, haben Sie eine bessere Chance, genau das zu finden, was Sie benötigen. Ich schätze deine Hilfe, John. Es ist beruhigend, jemanden zu haben, der mir hilft, mich in den verfügbaren Optionen zurechtzufinden. Du bist willkommen, Anna. Das Finden der richtigen Optionen kann einen erheblichen Unterschied in Ihrer Zufriedenheit mit der endgültigen Entscheidung bewirken. Ich nehme Ihren Rat an und fange an, die von Ihnen genannten Optionen zu untersuchen. Nochmals vielen Dank. Kein Problem, Anna. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Ich bin hier, um zu helfen. Das werde ich. Danke, John. Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Klingt gut, Anna. Viel Glück bei der Suche nach der perfekten Option für Ihre Bedürfnisse. Lektion 6: Charakter hinzufügen und Geld sparen. Hallo Anna, das ist eine tolle Idee. Es verleiht Charakter und spart Geld. Hallo, John. Freut mich, dass dir die Idee gefällt. Es ist immer schön, Wege zu finden, persönliche Akzente zu setzen und gleichzeitig kostengünstig zu sein. Absolut. Was ist die Idee, die du im Sinn hast? Ich habe darüber nachgedacht, alte Möbel zu renovieren, anstatt neue zu kaufen. Das ist ein fantastischer Ansatz. Es verleiht Ihrem Raum nicht nur eine einzigartige Note, sondern hilft auch, Geld zu sparen. Genau. Ich kann meiner Kreativität und meinem Stil Ausdruck verleihen, indem ich die Möbel neu lackiere oder neu polstere. Es ist eine großartige Gelegenheit, Ihren persönlichen Geschmack zu präsentieren und Ihr Zuhause einladender zu gestalten. Und durch die Renovierung kann ich die hohen Kosten für den Kauf neuer Möbel vermeiden. Außerdem findet man in Secondhand-Läden oder Flohmärkten oft Unikate mit Charakter. Das ist wahr. Ich werde Spaß daran haben, versteckte Juwelen zu finden und sie in etwas Schönes zu verwandeln. Sie können auch Freunde oder Familienmitglieder einbeziehen, die möglicherweise Erfahrungen oder Ideen haben, die Sie einbringen können. Die Zusammenarbeit mit geliebten Menschen wird das Projekt noch unterhaltsamer und unvergesslicher machen. Und am Ende des Tages werden Sie einzigartige Möbel haben, die Ihren Stil und Ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Ich freue mich über dieses Projekt. Es ist eine Win-Win-Situation, Charakter hinzufügen und Geld sparen. Ich kann es kaum erwarten, die Endergebnisse zu sehen. Ihr Zuhause wird ein wahres Spiegelbild Ihrer Kreativität sein. Danke für die Ermutigung, John. Ich werde sicherstellen, dass Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich darauf, Anna. Genießen Sie den Prozess und viel Spaß bei Ihrem Sanierungsprojekt. Das werde ich. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr positives Feedback. Kein Problem, Anna. Viel Spaß beim Renovieren und möge Ihre Kreativität Ihren Möbeln neues Leben einhauchen. Lektion 7: Den Geschmack mit frischem Koriander verbessern. Hallo Anna, vergiss dieses Wochenende nicht, etwas frischen Koriander hinzuzufügen, um den Geschmack zu verbessern. Hallo, John. Das ist ein toller Vorschlag.
Frische Kräuter können den Geschmack eines Gerichts wirklich verbessern. Absolut. Koriander verleiht vielen Küchen eine erfrischende und lebendige Not. Ich werde darauf achten, es in meine Essensplanung für das Wochenende aufzunehmen. Es ist eine einfache, aber wirkungsvolle Es Ergänzung. eignet sich gut für verschiedene Gerichte wie Salate, Salsas, Suppen und sogar als Beilage für Tacos oder Currys. Ich liebe es, wie Koriander diesen Gerichten einen Hauch von Frische verleihen kann. Es ist ein vielseitiges Kraut. Denken Sie daran, es gegen Ende des Garvorgangs hinzuzufügen, um seinen Geschmack und sein Aroma zu erhalten. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Am besten fügen Sie Koriander direkt vor dem Servieren hinzu, um die Wirkung zu maximieren. Darüber hinaus können Sie übrig gebliebenen Koriander in einem Glas mit Wasser im Kühlschrank aufbewahren, um ihn länger frisch zu halten. Das ist ein praktischer Tipp. Ich werde dafür sorgen, dass ich den Koriander richtig lagere, damit er frisch bleibt. Frische Kräuter wie Koriander verbessern nicht nur den Geschmack, sondern bieten auch einige ernährungsphysiologische Vorteile. Es ist toll zu wissen, dass ich meinen Mahlzeiten sowohl Geschmack als auch Nährstoffe hinzufüge. Und wenn Sie nach mehr Kräuteroptionen suchen, sind Basilikum, Minze und Petersilie ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl. Ich werde auch untersuchen, diese Kräuter in meine Rezepte zu integrieren. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen, Anna. Viel Spaß beim Experimentieren mit frischem Koriander und anderen Kräutern. Es wird Ihren Gerichten eine herrliche Not verleihen. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Danke für die Inspiration, John. Kein Problem, Anna. Haben Sie ein fantastisches Wochenende voller köstlicher Aromen und kulinarischer Abenteuer. Das werde ich. Nochmals vielen Dank, John. Ich werde dich wissen lassen, wie es ausgeht. Ich freue mich darauf, von Ihren kulinarischen Kreationen zu hören. Genieße die Aromen. Lektion 8: Umgang mit stressigen Situationen. Hallo Anna, mein Flug muss stressig gewesen sein. Was hast du getan? Hallo, John. Wenn ich mit stressigen Situationen konfrontiert werde, versuche ich, einige Strategien anzuwenden, um mit dem Stress umzugehen. Das ist ein guter Ansatz. Welche Strategien finden Sie hilfreich? Zuerst atme ich tief durch, um mich zu beruhigen und mich wieder zu konzentrieren. Tiefes Atmen kann in der Tat sehr effektiv sein, um Stress abzubauen und die Entspannung zu fördern. Ja, es hilft mir, meine Gedanken zu zentrieren und die Situation mit klarerem Verstand anzugehen. Was machst du sonst noch, um mit Stress umzugehen? Ich finde es auch hilfreich, mich körperlich zu betätigen, zum Beispiel spazieren zu gehen oder Yoga zu machen. Bewegung ist eine großartige Möglichkeit, Verspannungen abzubauen und die Stimmung zu verbessern. Es kann eine dringend benötigte Pause von Stressfaktoren bieten. Absolut. Wenn ich meinen Körper bewege, fühle ich mich geerdeter und der Stressaufbau wird gemildert. Gibt es noch andere Strategien, auf die Sie sich verlassen? Eine andere Technik, die ich verwende, besteht darin, Aufgaben zu priorisieren und sie in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen. Wenn Sie Aufgaben in kleinere Teile aufteilen, können sie sich weniger überwältigend und leichter erledigen lassen. Ja, es hilft mir, organisiert und konzentriert zu bleiben, was den Stress reduziert. Es hört sich so an, als ob Sie einen abgerundeten Ansatz zur Stressbewältigung haben. Gibt es noch etwas, das Sie empfehlen würden? Schließlich achte ich darauf, der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen und mir Zeit für Aktivitäten zu nehmen, die mir Freude und Im Entspannung Umgang bringen. mit Stress ist es entscheidend, auf sich selbst aufzupassen. Es verjüngt und füllt unsere Energie wieder auf. Genau. Indem wir Selbstfürsorge praktizieren, können wir die Herausforderungen,
die auf uns zukommen, besser bewältigen. Danke, dass du deine Strategien geteilt hast, Anna. Ich werde sie für zukünftige Stresssituationen im Hinterkopf behalten. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, sie erweisen sich auch für Sie als hilfreich. Das weiß ich zu schätzen. Es ist wichtig, über wirksame Instrumente zur Stressbewältigung und zur Aufrechterhaltung des Wohlbefindens zu verfügen. Absolut. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, auf sich selbst aufzupassen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen. Das werde ich, Anna. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Ermutigung. Kein Problem, John. Wir sind füreinander da. Pass auf dich auf und bleib widerstandsfähig. Du auch, Anna. Lass uns stressige Situationen gemeinsam mit Stärke und Anmut bewältigen. Lektion 9: Lokale Erfahrungen und Geschichten annehmen. Hallo Anna. Ich habe einen lokalen Führer getroffen, der faszinierende Geschichten erzählte. Hallo, John. Das klingt unglaublich. Lokale Reiseleiter haben oft einzigartige Einblicke und Geschichten, die sie mit anderen teilen können. Absolut. Es war eine großartige Gelegenheit, etwas über die Kultur und Geschichte des Ortes zu erfahren. Ich finde es bereichernd, mit Einheimischen in Kontakt zu treten und ihre Perspektiven aus erster Hand zu Der hören. Reiseleiter erzählte Geschichten über die Traditionen, Sehenswürdigkeiten und sogar lokale Legenden der Region. Es muss faszinierend gewesen sein, diese Geschichten zu hören und ein tieferes Verständnis für den Ort zu erlangen. Das war es wirklich. Die Leidenschaft des Führers für die Gegend zeigte sich in der Art und Weise, wie er die Geschichten erzählte. Die Zusammenarbeit mit lokalen Reiseführern kann ein authentischeres und intensiveres Reiseerlebnis bieten. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Sie verfügen über einen großen Wissensschatz und können wertvolle Empfehlungen geben. Es ist unglaublich, wie ihre Geschichten Geschichte und Kultur zum Leben erwecken können. Ja, und es ist eine Gelegenheit, die einzigartigen Perspektiven und Erfahrungen der lokalen Gemeinschaft zu schätzen. Hat der Guide auch Einblicke in die lokale Küche oder versteckte Juwelen gegeben? Ja, sie gaben Empfehlungen für lokale Restaurants und Attraktionen abseits der Touristenpfade. Das ist fantastisch. Die Erkundung verborgener Juwelen und das Probieren lokaler Köstlichkeiten verleihen dem Das tut Reiseerlebnis es eine wirklich. weitere Ebene. Es ist eine Gelegenheit, sich mit den lokalen Aromen und Traditionen zu verbinden. Ich bin inspiriert, auf meinen zukünftigen Reisen nach lokalen Führern zu suchen und tiefer in die lokale Kultur einzutauchen. Ich kann es nur empfehlen, Anna. Es verleiht der Reise Tiefe und Authentizität. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, John. Es ist eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, mit Einheimischen in Kontakt Du zu bist treten. willkommen, Anna. Ich glaube, dass diese Verbindungen bleibende Erinnerungen schaffen und unseren Horizont erweitern. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Hier geht es darum, lokale Erfahrungen und die Geschichten, die sie prägen, zu nutzen. Prost darauf, Anna. Mögen unsere zukünftigen Reisen voller faszinierender Begegnungen und unvergesslicher Geschichten sein. Absolut, John. Lasst uns weiterhin nach diesen authentischen Momenten suchen und uns den Reichtum verschiedener Kulturen zunutze machen. In der Tat, Anna. Das macht unsere Reisen wirklich außergewöhnlich. Lektion 10: Umgang mit unterschiedlichen Meinungen zur Besteuerung. Anna, es stimmt, dass es immer unterschiedliche Meinungen gibt, wenn es um Steuern geht. Absolut, John. Steuern sind ein komplexes Thema, das oft unterschiedliche Perspektiven eröffnet. Einige sprechen sich für niedrigere Steuern aus, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, während andere für höhere Steuern zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen eintreten. Das ist richtig, John. In der Debatte geht es oft darum, ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und sozialer Wohlfahrt herzustellen.
In der Tat, Anna. Es ist wichtig, die potenziellen Vor- und Nachteile verschiedener Steuerpolitiken zu berücksichtigen. Verschiedene Steuersysteme können unterschiedliche Auswirkungen auf Einzelpersonen, Unternehmen und die Gesamtwirtschaft haben. Genau, Anna. Es ist wichtig, die langfristigen Folgen und unbeabsichtigten Auswirkungen von Steuerentscheidungen zu analysieren. Darüber hinaus sind Fairness und Gerechtigkeit wichtige Überlegungen bei der Erörterung der Besteuerung. Absolut, Anna. Ein faires und gerechtes Steuersystem stellt sicher, dass die Belastung gerecht verteilt wird. Die Definition dessen, was fair ist, kann jedoch subjektiv und interpretationsoffen sein. Das stimmt, Anna. Die Menschen haben möglicherweise unterschiedliche Meinungen darüber, was eine faire Verteilung der Steuerlast ausmacht. Es ist wichtig, offene und respektvolle Diskussionen zu führen, um die verschiedenen Standpunkte zu verstehen. Einverstanden, Anna. Ein konstruktiver Dialog ermöglicht es uns, voneinander zu lernen und Gemeinsamkeiten zu finden. Die Suche nach Gemeinsamkeiten kann zu fundierten Entscheidungen führen, von denen die gesamte Gesellschaft profitiert. In der Tat, Anna. Indem wir unterschiedliche Meinungen berücksichtigen, können wir auf die Schaffung eines Steuersystems hinarbeiten, das Wirtschaftswachstum und soziale Wohlfahrt in Einklang bringt. Danke, dass du deine Gedanken geteilt hast, John. Es ist immer wertvoll, Diskussionen über komplexe Themen wie Steuern zu führen. Du bist willkommen, Anna. Ich schätze auch deine Perspektive. Lassen Sie uns weiterhin sinnvolle Gespräche führen. Absolut, John. Gemeinsam können wir das Verständnis fördern und verschiedene Sichtweisen untersuchen. Ich freue mich auf unsere zukünftigen Diskussionen, Anna. Danke für das Gespräch. Danke auch, John. Hab einen schönen Tag. Du auch, Anna. Pass auf dich auf. Lektion 11. Maximieren Sie den Spaß, indem Sie früh aufbrechen. Anna, wenn du damit einverstanden bist, sollten wir früh aufbrechen, um das Beste aus unserem Tag zu machen und für ein angenehmes Erlebnis zu sorgen. Das klingt perfekt, John. Wenn wir früh aufbrechen, haben wir mehr Zeit, die Aktivitäten des Tages zu erkunden und zu genießen. Absolut, Anna. So können wir Menschenmassen vermeiden und beliebte Attraktionen optimal nutzen, ohne uns überstürzt zu fühlen. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Der frühe Morgen bietet oft eine ruhige und friedliche Atmosphäre, die das Gesamterlebnis verbessert. Wenn wir früh aufbrechen, haben wir außerdem die Möglichkeit, versteckte Juwelen und Orte abseits der Touristenpfade zu entdecken. Das stimmt, John. Das verleiht unserem Tag ein gewisses Maß an Abenteuer und Spontanität. Wenn wir früh aufbrechen, können wir außerdem die kühleren Temperaturen nutzen und die Mittagshitze vermeiden. Definitiv, John. Bei mildem Wetter ist es bequemer und angenehmer, die Gegend zu erkunden. Eine vorzeitige Abreise ermöglicht es uns auch, unsere Reiseroute flexibler zu gestalten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Das ist ein großartiger Punkt, John. Das gibt uns die Freiheit, uns anzupassen und unerwartete Chancen, die sich bieten, voll auszuschöpfen. Genau, Anna. Offenheit für Spontanität kann zu unvergesslichen Erlebnissen und unerwarteten Entdeckungen führen. Ich freue mich über die Aussicht, unseren Tag zu maximieren, John. Eine frühe Abreise gibt den Ton für ein erfüllendes Abenteuer an. Mir geht es genauso, Anna. Versuchen wir, früh aufzubrechen und das Beste aus jedem kostbaren Moment zu machen. Einverstanden, John. Es geht darum, bleibende Erinnerungen zu schaffen und jede Erfahrung in vollen Zügen zu genießen. Danke, dass du mit diesem Plan einverstanden bist, Anna.
Ich schätze Ihren Enthusiasmus und Ihre Bereitschaft, den frühen Start anzunehmen. Du bist willkommen, John. Ich bin genauso aufgeregt. Machen wir es zu einem unvergesslichen Tag. Absolut, Anna. Auf einen unvergesslichen Tag voller Entdeckungen und Vergnügen. Prost darauf, John. Lass uns gehen und das Beste aus unserem Abenteuer machen. In der Tat, Anna. Begeben wir uns mit Begeisterung und einem Gefühl des Staunens auf diese Reise. Lektion 12: Strategien, um Geld zu sparen, um ein neues Haus zu kaufen. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir mehr Geld sparen können, um unser neues Haus zu kaufen. Das ist ein großartiges Thema. Welche Ideen haben Sie im Sinn? Zunächst denke ich, dass wir ein monatliches Budget erstellen sollten, um unsere Ausgaben zu verfolgen. Das ist eine gute Idee. Das wird uns helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen wir Abstriche machen können. Genau. Wir sollten auch in Betracht ziehen, unsere Ausgaben für Restaurantbesuche zu reduzieren. Einverstanden. Zu Hause zu kochen spart nicht nur Geld, sondern ist auch gesünder. Eine andere Möglichkeit, zu sparen, besteht darin, günstigere Alternativen für unsere regulären Einkäufe zu Ja, finden. wir sollten die Preise vergleichen und nach Rabatten suchen, bevor wir etwas kaufen. Darüber hinaus können wir versuchen, unnötige Abonnements oder Mitgliedschaften zu vermeiden. Das ergibt Sinn. Wir zahlen vielleicht für Dienstleistungen, die wir nicht wirklich benötigen. Schließlich sollten wir uns ein bestimmtes Sparziel setzen und einen Teil unseres Einkommens dafür verwenden. Guter Punkt. Ein Ziel zu haben, wird uns motivieren, konsequent zu sparen. Absolut. Durch die Umsetzung dieser Strategien können wir unsere Ersparnisse erhöhen und dem Kauf unseres Traumhauses näher kommen. Ich bin damit einverstanden. Fangen wir an, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Einverstanden. Mit Disziplin und Entschlossenheit können wir unseren Traum verwirklichen. Lektion 13: Marktberichte auf Aktualisierungen überwachen. Lassen Sie uns die Marktberichte im Auge behalten und als nächstes alle Aktualisierungen besprechen. Das ist ein guter Plan. Informiert zu bleiben ist wichtig, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Absolut. Wir sollten regelmäßig nach Updates zu Aktienkursen und Markttrends suchen. Es ist auch wichtig, Neuigkeiten zu Branchen zu verfolgen, an denen wir interessiert sind. Ja, wenn wir die Wirtschaftsindikatoren im Auge behalten, können wir Einblicke in die Marktbedingungen gewinnen. Wir sollten auf alle wichtigen Ereignisse oder politischen Änderungen achten, die sich auf Investitionen auswirken könnten. Definitiv. Indem wir proaktiv vorgehen, können wir unsere Strategien entsprechend anpassen. Darüber hinaus sollten wir über Immobilientrends auf dem Laufenden bleiben, wenn wir erwägen, Immobilien zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist ein gutes Argument. Es wird uns helfen, fundierte Entscheidungen auf dem Immobilienmarkt zu treffen. Machen wir es uns zur Gewohnheit, regelmäßig Marktberichte zu überprüfen und unsere Ergebnisse zu diskutieren. Einverstanden. Es wird sicherstellen, dass wir gut informiert bleiben und unsere finanziellen Entscheidungen optimieren. Auf diese Weise können wir uns mit mehr Zuversicht auf dem Markt bewegen und potenziell Chancen nutzen. Exakt. Die Überwachung von Marktberichten wird ein wertvolles Instrument auf unserer finanziellen Reise sein. Lektion 14: Südostasien als Backpackerparadies erkunden. Ich habe Südostasien im Auge behalten. Es scheint ein Paradies für Rucksacktouristen zu sein. Ich habe auch tolle Dinge darüber gehört. Für welche Länder interessieren Sie sich? Thailand, Vietnam und Indonesien stehen ganz oben auf meiner Liste. Das sind beliebte Optionen.
Die reiche Kultur und das erschwingliche Reisen ziehen viele Rucksacktouristen an. Ich habe gelesen, dass Unterkünfte und Essen in dieser Region preiswert sind. Ja, wir können unser Budget erweitern und gleichzeitig einzigartige Erlebnisse genießen. Ich freue mich auch darauf, die schönen Strände und atemberaubenden Landschaften zu erkunden. Wir sollten die Attraktionen recherchieren, die man unbedingt besuchen muss, und unsere Reiseroute entsprechend planen. Absolut. Es ist wichtig, einen groben Plan zu haben, aber auch Raum für Spontanität zu lassen. Einverstanden. Wir können in die lokale Kultur eintauchen und verschiedene Küchen probieren. Ich habe gehört, dass der Transport mit verschiedenen verfügbaren Optionen bequem ist. Das ist gut zu wissen. Wir können problemlos zwischen Städten und Ländern hin und her springen. Südostasien scheint ein perfektes Reiseziel zu sein, um Abenteuer zu erleben und Erinnerungen zu sammeln. Lass uns mit der Recherche beginnen und uns auf eine unvergessliche Rucksackreise vorbereiten. Ich freue mich über die Möglichkeiten und kann es kaum erwarten, gemeinsam Südostasien zu erkunden. Lektion 15: Eine neue Lebensweise annehmen und eintauchen. Absolut. Es ist so faszinierend, in eine neue Lebensweise einzutauchen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine Chance, unseren Horizont zu erweitern und verschiedene Kulturen kennenzulernen. Das Erleben verschiedener Bräuche und Traditionen kann aufschlussreich und bereichernd sein. Ja, es ermöglicht uns, ein tieferes Verständnis der Welt und ihrer Vielfalt zu erlangen. Ich freue mich darauf, neue Sprachen zu lernen und mit Einheimischen zu interagieren. Kommunikation ist der Schlüssel, um Verbindungen aufzubauen und wirklich in uns einzutauchen. Das Probieren der lokalen Küche ist ein weiterer Aspekt, auf den ich mich freue. Essen ist ein Tor zum Verständnis der Geschichte und des Geschmacks einer Kultur. Ich denke, es ist wichtig, während unseres Eintauchens aufgeschlossen und respektvoll zu sein. Absolut. Wir sollten jede Situation mit Neugier und Lernbereitschaft angehen. Ich glaube, diese Erfahrung wird uns prägen und unsere Perspektiven erweitern. Es wird sicherlich eine transformative Reise sein, die wir ein Leben lang schätzen werden. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um in eine neue Lebensweise einzutauchen und das Beste daraus zu machen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Öffnen wir unser Herz und unseren Geist für die Wunder, die uns erwarten. Lektion 16: Aus Fehlern lernen, sie analysieren und verstehen. Ich schätze, du hast recht. Wie kann ich aus meinen Fehlern lernen? Analysieren Sie Ihre Fehler, verstehen Sie sie. Aus unseren Fehlern zu lernen ist entscheidend für das persönliche Wachstum. Lassen Sie uns zunächst analysieren, was schiefgelaufen ist. Wenn wir über die Situation nachdenken, können wir die Faktoren identifizieren, die zu dem Fehler geführt haben. Es ist wichtig, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und die Schuld nicht woanders zu suchen. Sobald wir die Fehler verstanden haben, können wir aus ihnen lernen und in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Absolut. Wir sollten nach Mustern oder häufigen Fallstricken suchen, um zu vermeiden, dass dieselben Fehler wiederholt werden. Das Einholen von Feedback von anderen kann auch wertvolle Einblicke und unterschiedliche Perspektiven bieten. Ja, konstruktive Kritik kann uns helfen, unsere blinden Flecken und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Es ist wichtig, aufgeschlossen zu sein und bereit zu sein, aus unseren Fehlern zu lernen. Nutzen wir unsere Fehler als Sprungbrett für Wachstum und Entwicklung. Indem wir unsere Fehler analysieren und verstehen, können wir klüger und widerstandsfähiger werden. Denken Sie daran, Fehler zu machen ist ein Teil des Lebens, und so lernen wir und kommen voran. Ich bin entschlossen, aus meinen Fehlern zu lernen und sie als Gelegenheit zur Selbstverbesserung zu nutzen. Lektion 17:
erkundigen Sie sich nach den Öffnungszeiten des Business Center. Anna, kennst du die Öffnungszeiten des Business Center? Ich bin mir nicht sicher. Wir können Ihre Website überprüfen oder anrufen, um es herauszufinden. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig zu wissen, wann wir auf Ihre Dienste zugreifen können. Lass es uns online nachschlagen. In der Regel sind Ihre Öffnungszeiten aufgeführt. Ich werde nach Ihrer Website suchen und prüfen, ob die Informationen leicht verfügbar sind. Wenn nicht, können wir Ihre Kundendienstnummer anrufen und uns direkt erkundigen. Es ist wichtig, unsere Besuche entsprechend zu planen und das Beste aus Ihren Dienstleistungen herauszuholen. Absolut. Wenn wir Ihre Betriebszeiten kennen, können wir unsere Zeit effektiv verwalten. Ich habe Ihre Website gefunden. Lassen Sie mich schnell nach den Informationen suchen. Nehmen Sie sich Zeit. Es ist besser, genaue Informationen zu haben, bevor Sie Pläne machen. Laut Ihrer Website ist das Business Center wochentags von 9:00 bis 18 Uhr geöffnet. Das ist gut zu wissen. Dann können wir unsere Besuche innerhalb dieser Stunden planen. Genau. Jetzt können wir unsere Aufgaben planen und das Business Center effizient nutzen. Danke, dass Sie diese Informationen gefunden haben. Es ist hilfreich für unseren Tagesablauf. Kein Problem. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal zu nutzen. Lektion 18: Rechtzeitiges Handeln. Wie wichtig es ist, innerhalb von 48 Stunden zu handeln. Anna, innerhalb von 48 Stunden ist sehr zu empfehlen. Wir sollten sicherstellen, dass wir das tun. Absolut, zeitnahes Handeln ist entscheidend. Wir sollten Aufgaben priorisieren und innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens Maßnahmen ergreifen. Es hilft uns, organisiert zu bleiben und stellt sicher, dass Dinge nicht übersehen oder verzögert werden. Einverstanden. Prokrastination kann zu verpassten Gelegenheiten oder unnötigem Stress führen. Wir alle haben die Folgen der Verzögerung wichtiger Aufgaben erlebt. Ja, es ist immer besser, sie direkt anzugehen und unnötige Komplikationen zu vermeiden. Also, sollte ich sofort anfangen, an diesen Berichten zu arbeiten? Ja, es ist am besten, ohne Verzögerung zu beginnen. Je früher wir sie fertigstellen, desto besser. Ich werde es zu einer Priorität machen und genügend Zeit einplanen, um sie innerhalb von 48 Stunden zu erledigen. Das ist der Geist. Bleiben wir konzentriert und nutzen wir unsere Zeit effizient. Absolut. Schnelles Handeln hilft uns, unsere Verantwortung im Griff zu behalten. Und es gibt uns ein Gefühl von Leistung und Seelenfrieden. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Machen wir es uns zur Gewohnheit, wann immer möglich innerhalb von 48 Stunden zu handeln. Einverstanden. Es ist eine wertvolle Praxis, die unsere Produktivität und Effektivität steigern kann. Ich schätze Ihre Unterstützung und Ermutigung. Bleiben wir proaktiv und erledigen wir die Dinge. Lektion 19: Analyse von Verkaufsberichten, Umgang mit sinkenden Gewinnen. Anna, hast du den letzten Verkaufsbericht gesehen? Ja, habe ich. Es zeigt einen Gewinnrückgang. Das ist besorgniserregend. Wir müssen den Bericht analysieren und die Gründe für den Rückgang verstehen. Einverstanden. Die Identifizierung der Grundursachen wird uns helfen, Verbesserungsstrategien zu entwickeln. Lassen Sie uns die Verkaufszahlen überprüfen und sie mit früheren Perioden vergleichen. Wir sollten auch Markttrends und Wettbewerb untersuchen, um uns einen umfassenden Überblick zu verschaffen.
Es ist wichtig, alle potenziellen Probleme in unseren Vertriebs- und Marketingstrategien zu ermitteln. Wir können auch Feedback von unseren Kunden einholen, um ihre sich ändernden Bedürfnisse zu verstehen. Darüber hinaus sollten wir unsere Preisstrategie und unser Kostenmanagement überprüfen, um die Rentabilität sicherzustellen. Möglicherweise müssen wir Anpassungen vornehmen oder neue Wege zur Umsatzgenerierung erkunden. Es ist wichtig, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um den sinkenden Gewinnen entgegenzuwirken und die Situation umzukehren. Wir sollten das Team einbeziehen und zusammenarbeiten, um innovative Lösungen zu finden. Lassen Sie uns ein Treffen vereinbaren, um die Ergebnisse zu besprechen und einen Aktionsplan zu formulieren. Absolut. Indem wir den Verkaufsbericht analysieren und entschlossene Maßnahmen ergreifen, können wir darauf hinarbeiten, unsere finanzielle Leistung zu verbessern. Ich schätze Ihr Engagement bei der Bewältigung dieser Herausforderung. Gemeinsam können wir sie bewältigen. Lektion 20. Ich suche nach Tipps für eine neue Erfahrung. Anna, davor ist es eigentlich mein erstes Mal. Irgendwelche Tipps? Klar, ich kann dir einen Rat geben. Wofür brauchst du Tipps? Ich bin dabei, vor einem großen Publikum eine Präsentation zu halten, und ich bin nervös. Keine Sorge, ich war schon einmal in ähnlichen Situationen. Hier sind ein paar Tipps. Bitte mach weiter. Ich bin ganz ohr. Bereiten Sie sich zunächst gründlich vor. Kennen Sie Ihre Inhalte in- und auswendig, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken. Das ergibt Sinn. Ich werde genügend Zeit für Forschung und Praxis aufwenden. Zweitens üben Sie Ihre Präsentation wiederholt. Das wird dir helfen, dich mit Ablauf und Timing vertraut zu machen. Ich übe vor einem Spiegel oder nehme mich sogar selbst auf, um meine Geburt zu beurteilen. Tolle Idee. Drittens, interagieren Sie mit Ihrem Publikum. Halte Augenkontakt aufrecht und verwende Gesten, um dich mit ihnen zu verbinden. Ich werde mich bemühen, eine Beziehung aufzubauen und sie durchgehend bei der Stange zu halten. Denken Sie zum Schluss daran, zu atmen und ruhig zu bleiben. Atme tief durch, um jegliche Angst zu bewältigen. Ich werde mich daran erinnern, ruhig zu bleiben und mich darauf zu konzentrieren, meine Botschaft effektiv zu vermitteln. Du schaffst das, John. Glaube an dich und deine Fähigkeiten. Danke, Anna. Deine Tipps haben mir eine klarere Richtung gegeben. Ich freue mich über Ihre Unterstützung. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Viel Glück bei deiner Präsentation. Ich werde mein Bestes geben. Nochmals vielen Dank, Anna. Ich werde dich wissen lassen, wie es läuft.